Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Serie, in der es um Netzsysteme, um Sicherungen und schließlich um die RCD geht. Dies ist der 7. Teil dieser Serie. Im 6. Teil habe ich mich mit der RCD befasst, und zwar für den Fall von vollkommenen Körperschlüssen. In diesem 7. Teil befasse ich mich wiederum mit der RCD, diesmal allerdings bei unvollkommenen Körperschlüssen. Ich werde gleich noch einmal kurz darauf eingehen, was unter einem unvollkommenen Körperschluss zu verstehen ist. Ich werde auch noch mal kurz auf das Grundprinzip der RCDs eingehen und zunächst einmal das Szenario vorstellen, das ich hier in allen Fällen, die ich betrachte, zugrunde lege. Zunächst zu dem Szenario. Es handelt sich wieder um ein herkömmliches Drehstromsystem mit den 3x230 Volt. Die entsprechenden Spannungen werden als Außenleiter in die Anlage geführt. Die 4. Leitung wird in diesen Beispielen als PEN-Leiter in die Anlage geführt, in der Anlage zu Neutralleiter und Schutzleiter aufgeteilt, sodass ich also ein 5-adriges System habe, ein Drehstromsystem, wie das in den meisten Anlagen üblich ist. Wie im letzten Video wird auch hier eine RCD eingesetzt und es werden bestimmte Fehlerfälle unterstellt. Wir sehen in diesem Bild einen vollkommenen Körperschluss, das heißt, ein Außenleiter ist in diesem Beispiel widerstandsfrei mit dem Körper eines Betriebsmittels verbunden. Dabei handelt es sich um einen vollkommenen Körperschluss. Diese Art Fehler ist im 6. Teil der Serie betrachtet worden. In dieser Serie geht es nun auch darum, dass ein Außenleiter durch einen Fehler einen Kontakt zum Körper eines Betriebsmittels hat, in diesem Fall allerdings über einen Fehlerwiderstand, der hier eingezeichnet ist. Die verschiedenen Szenarien, die ich unter diesem Fehler betrachte, unterscheiden sich dadurch, dass in manchen Szenarien der Körper einen eigenen Übergangswiderstand, einen Standortwiderstand zur Erde hat. Zum Beispiel einfach dadurch, dass das Betriebsmittel auf dem Boden steht und eine gewisse elektrische Verbindung zum Boden dadurch gegeben ist. Sie unterscheiden sich auch dadurch, dass in einigen Fällen ein Schutzleiter angeklemmt ist, in anderen nicht. Und sie unterscheiden sich auch wiederum dadurch, dass ein Mensch den Körper berührt oder eben auch nicht berührt. Wir werden in dem Video feststellen, dass die RCD durchaus in vielen Fällen einen sehr hohen Schutz für Menschen in den Anlagen gewährleistet. Allerdings sollte man niemals vergessen, dass auch die RCD keine Wunderwaffe ist. Es kommt auch hinter RCDs zu tödlichen Unfällen oder zu schwersten Verletzungen. Manche der dargestellten Situationen ändern sich stark durch kleinste Abweichung von der hier genannten Situation. Dieses Video dient ausschließlich dem Verständnis für die Wirkungsweise einer RCD bei unvollkommenen Körperschlüssen. Es soll nicht den Eindruck vermitteln, dass man eine Situation haargenau vorbestimmen kann und sich dann in der Anlage entsprechend sicher fühlt. Der Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen ist immer zu vermeiden. Die 5 Sicherheitsregeln sind immer einzuhalten. Also nochmal ganz deutlich ausgedrückt, dieses Video dient dem Verständnis und soll nicht dazu animieren, solche Situationen herbeizuführen oder nicht als gefährlich zu empfinden. Ich werde nun eine ganze Reihe von Fällen betrachten und die genau untersuchen. Im ersten Fall findet keine Berührung statt, es gibt keinen Schutzleiter und der Standortwiderstand, das ist der Widerstand, den das Betriebsmittel zur Erde hat, der ist unendlich groß. Danach werde ich 4 weitere Fälle betrachten, in denen der Fehlerstrom vollständig über den Menschen fließt. Anschließend werde ich 4 Fälle betrachten, in denen ein Schutzleiter vorhanden ist und natürlich die RCD. Und wir werden in diesen Fällen sehen, dass die Kombination aus Schutzleiter und RCD die Gefahr in den einzelnen Situationen zum Teil erheblich mindert oder sogar die Situation ganz ungefährlich macht. Anschließend werde ich noch 2 weitere Fälle betrachten, den 10. Fall. Dort gibt es keine Berührung des Menschen zum Betriebsmittel, es gibt keinen Schutzleiter und der Standortwiderstand ist endlich. Und im letzten Fall, den ich hier betrachte, wird der Mensch einen sehr großen Übergangswiderstand zur Erde haben, sprich er wird auf einer isolierenden Matte stehen oder Schuhwerk tragen, das ihn vollständig elektrisch gegen die Erde isoliert. In allen Beispielen, die ich hier zeige, sind natürlich auch Sicherungen in den Anlagen eingesetzt. Sicherungen sollen ja sehr häufig die Abschaltung
bei einem vollkommenen Körperschluss vornehmen. Da aber hier immer ein relativ großer Fehlerwiderstand an der Fehlerstelle angenommen wird, werden die Sicherungen nicht schalten können, weil sie nur bei großen Fehlerströmen schalten. Es wird also kein Fall vorgestellt, in dem die Sicherung die Abschaltung der Anlage durch den Fehler vornimmt. Gerade in solchen Fällen, da die Sicherungen dann eben nicht abschalten, wegen der kleinen Fehlerströme, bleiben Fehler dann lange bestehen und können lebensgefährlich werden. Und da kommt dann eben die RCD ins Spiel, die die Situation dann deutlich verbessert. Ich nehme hier weiterhin an, dass ein Mensch einen Widerstand von der rechten Hand oder auch von der linken Hand, das ist egal, bis zum Erdboden von 1000 Ohm hat. In diesem Bild erläutere ich nun einmal das Grundprinzip einer RCD. Wir sehen hier die RCD eingebaut. Der Strom der drei Außenleiter L1, L2, L3 und der Strom des Neutralleiters werden über die RCD in die Anlage oder in Teile der Anlage geführt. Ich gehe bei meinen Beispielen immer davon aus, dass es sich um eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom I Delta N von 30 mA handelt. Wenn die Anlage hundertprozentig in Ordnung ist, werden alle Ströme, die von außen über die RCD in die Anlage fließen, auch über die RCD wieder zurückfließen. Grob kann man zwei Szenarien unterscheiden, in denen dann eben der Strom nicht vollständig über die RCD zurückfließt. In dem einen Fall fließt ein mehr oder weniger großer Strom über den Schutzleiter zurück. Der Schutzleiter wird nicht über die RCD geführt, sondern an der RCD vorbei. Dadurch tritt, falls hier ein Strom fließt, eine Differenz zwischen den in die Anlage fließenden Strömen und auf diesem Weg aus der Anlage fließenden Strom auf und darauf reagiert die RCD, indem sie die ganze Anlage abschaltet. Ein weiterer Fehlerweg für Ströme ist der Weg direkt zur Erde. Da fließt der Strom dann eben nicht über den Schutzleiter, sondern zum Beispiel über nasse Stellen direkt in den Erdboden, aber eben auch nicht über die RCD zurück, sodass aufgrund der Differenz, die zwischen einfließenden und ausfließenden Strömen dann auftritt, die RCD die Anlage abschaltet. Der erste Fall. Der Mensch berührt den Körper nicht, der aufgrund eines Fehlers innerhalb des Körpers über einen Fehlerwiderstand von 1000 Ohm mit dem Außenleiter in Berührung kommt. Der Körper des Betriebsmittels hat keine elektrische Verbindung zum Erdreich, deswegen ist der Standortwiderstand unendlich groß. In diesem Fehlerfall fließt kein Fehlerstrom. Ein denkbarer Stromweg ist hier der von der spannungserzeugenden Spule über die RCD, über den Außenleiter L3, über die Fehlerstelle von 1000 Ohm zum Körper. Aber der Körper hat nun keinerlei elektrische Verbindung, weder über den Menschen noch über die Erde zu dem anderen Punkt der spannungserzeugenden Spule. Daher kann in diesem Fall kein Fehlerstrom fließen. Die Sicherung kann nicht auslösen und die RCD löst ebenfalls nicht aus, da ja über diesen Weg kein Fehlerstrom fließen kann und somit die RCD keine Differenz feststellt. In diesem Fall wird die Spannung gegenüber Erde am Körper 230 Volt betragen. Es ist die Situation trotzdem ungefährlich, da niemand den Körper berührt. Es gibt aber natürlich eine potenzielle Gefahr, dadurch, dass der Körper 230 Volt gegenüber Erde führt. Die RCD bringt allerdings in dieser Situation keinerlei Vorteile, denn sie schaltet ja nicht ab. Sie löst damit diese gefährliche Situation auch nicht auf. Die nächsten 4 Fälle sind Fälle, in denen ein Mensch den Körper berührt, der aufgrund eines Fehlers einen Kontakt zum Außenleiter L3 hat. Es gibt keinen Schutzleiter. Und der Strom fließt somit vollständig über den Menschen in allen 4 Fällen. Der Mensch berührt den Körper. Der Körper hat halt diese Verbindungsstelle zu L3 über den Fehler. Der Mensch steht auf der Erde und in diesem Fall, den ich hier betrachte, gehe ich jetzt davon aus, dass der Übergangswiderstand des Menschen zur Erde 18.000 Ohm beträgt. In diesem Fall wird die Berührungsspannung, die der Körper gegenüber Erde führt, den Wert von 218 Volt annehmen.
Der Fehlerstrom wird einen Wert von 11,5 mA annehmen. Das ist recht leicht auszurechnen, denn diese drei Widerstände, der Fehlerwiderstand, der Widerstand des Menschen von 1000 Ohm und der Übergangswiderstand von 18.000 Ohm liegen in Reihe. Ich kann damit diese drei Werte zusammenrechnen zum Gesamtwiderstand und teile nun 230 Volt durch diesen Wert, der dabei rauskommt, das sind 20.000 Ohm, und komme dabei auf einen Strom von 11,5 mA. Diese 11,5 mA fließen vollständig über den Menschen ins Erdreich und zurück zur spannungserzeugenden Spule. Die Sicherung wird natürlich nicht auslösen bei 11,5 mA. Da das in keinem meiner betrachteten Fälle der Fall ist, dass die Sicherung auslöst, werde ich bei den nächsten Fällen nicht mehr darauf hinweisen. Die RCD löst aber ebenfalls nicht aus, denn ein Strom von 11,5 mA, der nicht über die RCD zurückfließt, sondern hier über den Menschen direkt ins Erdreich fließt, der also hier fehlt, reicht nicht aus, um eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom I Delta-N von 30 mA zum Auslösen zu bringen. Dazu benötigt diese RCD mindestens 15 mA, spätestens bei 30 mA wird sie sicher auslösen. Das heißt aber auch, dass der Fehlerstrom so lange weiterfließen wird, wie diese Situation nicht aufgelöst wird. Der Mensch wird es merken, dass er von einem Strom durchflossen wird und wird sehr schnell wieder loslassen. Jedoch solange die Situation nicht aufgelöst ist, fließen diese 11,5 mA über den menschlichen Körper. Aus Diagrammen, die die Gefahr für Menschen bei einem Stromfluss erläutern, und zwar in Abhängigkeit von der Stromstärke und der Zeitdauer des Stromflusses, kann man ermitteln, dass es nach etwa 2 Sekunden gefährlich wird für den Menschen. Wird die Situation über einen langen Zeitraum aufrechterhalten, dadurch, dass der Mensch sich zum Beispiel hier nicht mehr aus der Situation lösen kann, das ist allerdings hier recht unwahrscheinlich, so tritt auch eine größere Gefährdung ein, sodass diese Situation durchaus als gefährlich betrachtet werden muss. Es ist also ein Irrtum zu glauben, dass eine recht gute Isolation zur Erde automatisch zu einer sehr großen Sicherheit führt. Der Fall 3 ist bis auf den Widerstandswert dieses Übergangswiderstandes zur Erde absolut identisch mit dem Fall 2. Der Mensch berührt wieder den Körper, der Körper ist über die Fehlerstelle mit dem Außenleiter verbunden und es gibt keinen Schutzleiter. Ich nehme hier wieder an, dass der Mensch einen Widerstand von 1000 Ohm hat, die Fehlerstelle hat einen Wert von 1000 Ohm. Im Gegensatz zum vorherigen Fall, bei dem der Übergangswiderstand an dieser Stelle 18.000 Ohm betragen hat, gehe ich jetzt von einem Wert von 8000 Ohm aus. Auch hier kann man den Fehlerstrom, der über den Menschen fließt, sehr einfach berechnen, denn wieder sind diese drei Widerstände in Reihe geschaltet. Sie haben zusammen einen Wert von 10.000 Ohm, 230 Volt geteilt durch 10.000 ergibt einen Fehlerstrom von 23 mA, der hier über den Menschen fließt. In dieser Situation ist es nicht vorhersagbar, ob die RCD schaltet. Die RCD wird frühestens bei einem Differenzstrom von 15 mA, spätestens aber bei einem Differenzstrom von 30 mA schalten. Da dieser Wert 23 mA beträgt, ist es nun von dem Exemplar abhängig, das hier zufälligerweise eingebaut worden ist, ob ein Abschaltvorgang stattfindet oder nicht. Es kann also durchaus sein, dass diese Situation recht lange erhalten bleibt und die RCD nicht auslöst. Die Stromstärke von 23 mA wird nach etwa 0,5 Sekunden gefährlich. Es bleiben aber, so gibt es jedenfalls die Fachliteratur her, in der Regel keine bleibenden Schäden. Der Fall 4 ist wiederum identisch mit den beiden vorangegangenen Fällen. Jetzt nehme ich allerdings an, dass der Übergangswiderstand des Menschen zur Erde nur noch 2000 Ohm beträgt. Wieder fließt natürlich der Strom über diese Fehlerstelle und über die Reinschaltung aus Mensch und Übergangswiderstand. Es ergibt sich ein Gesamtwiderstand von 4000 Ohm. 230 Volt geteilt durch 4000 ergibt einen Strom von 57,5 mA, der vollständig über den Menschen fließt. Ist die RCD intakt,
reicht ein Differenzstrom von 30 mA sicher aus, um die RCD zum Abschalten der Anlage zu bringen. Das heißt, bei 57 mA darf ich mir sicher sein, dass die RCD die Anlage in sehr kurzer Zeit abschaltet. Aus entsprechenden Kennlinien lässt sich ablesen, dass das etwa nach 0,3 Sekunden der Fall sein wird. Zu bedenken ist allerdings, dass innerhalb dieser 0,3 Sekunden der Fehlerstrom durchaus 57,5 mA beträgt und nicht etwa auf 30 mA begrenzt wird. Sie sollten sich unbedingt die Aussage merken, dass eine RCD den Fehlerstrom nicht begrenzt. Der kann also durchaus auch 10 Ampere betragen, also deutlich höher als in diesem Fall sein. Dann wird die RCD zwar sehr schnell abschalten, aber die 10 Ampere werden durchaus erreicht werden können. In diesem Fall ergibt sich aus Kennlinien, die ich hier nicht zeige, dass eine akute und erhebliche Lebensgefahr etwa nach 0,6 Sekunden eintritt. Geht man nun wirklich davon aus, dass die RCD nach 0,3 Sekunden abschaltet, so wäre ja die Lebensgefahr hier abgewendet. Allerdings halte ich die Situation schon für ziemlich kritisch, denn bei dieser Stromstärke ist schon mit Herzkammerflimmern zu rechnen, was eine häufige Todesursache nach Stromunfällen ist. Ich werde mich hier keineswegs zu der Aussage hinreißen lassen, dass aufgrund der hier aus Kennlinien abgelesenen Zeitwerte keine Lebensgefahr besteht. Denn insbesondere bei Menschen, die möglicherweise Herzschrittmacher oder andere implantierte Elektrogeräte tragen, muss man natürlich mit einbeziehen, dass die Ströme auch über diese Elektrogeräte führen und damit natürlich erhebliche Wirkung haben können im menschlichen Körper. Da die RCD aber doch recht schnell schaltet, ist die Hoffnung doch eben ziemlich groß, dass der Mensch diese Situation überleben wird und möglicherweise sogar mit relativ geringen Folgen. Die nächste hier gezeichnete Situation unterscheidet sich wiederum von den vorangegangenen Situationen nur durch den Übergangswiderstand, den der Mensch zur Erde hat. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass der Übergangswiderstand extrem klein ist. Der Mensch hat über Wasser Kontakt zum Erdboden. Ich darf also hier einen Übergangswiderstand zum Erdboden von 0 Ohm annehmen. Damit wird der hier auftretende Fehlerstrom nur noch von den 1000 Ohm an der Fehlerstelle und von den 1000 Ohm, die der Mensch hat, begrenzt, sodass ich auf eine Stromstärke von 115 mA komme. 115 mA fließen über den Oberkörper des Menschen und damit auch über das Herz des Menschen. Diese Situation ist als extrem kritisch einzustufen. Der Mensch wird diesen Unfall möglicherweise überleben. Sollte er vorerkrankt sein und Herzschrittmacher tragen oder wie gesagt andere elektrische Geräte im Körper tragen, so ist die Situation als extrem kritisch einzuschätzen. Die Kennlinien geben zwar her, dass eine akute und erhebliche Lebensgefahr erst nach etwa 0,4 Sekunden eintritt und die RCD bei diesem hohen Differenzstrom schon nach 0,1 Sekunde die Anlage abschaltet. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass die Stromstärke bereits 115 mA beträgt. Das ist ein recht hoher Strom über den menschlichen Körper. Und nur aus Kennlinien abzuleiten, dass es hier nicht lebensgefährlich wird, halte ich für ziemlich kritisch. Ich schätze also die Situation durchaus als extrem kritisch ein. In den 4 vorangegangenen Fällen haben wir also gesehen, dass das Verhalten der RCD und die Gefährdung des Menschen sehr stark von dem Übergangswiderstand, den der Mensch zur Erde hat, abhängig ist. Im Fall 2 war der Mensch recht gut zur Erde isoliert, da ist es aber dann sogar dazu gekommen, dass die RCD gar nicht geschaltet hat. In den nächsten beiden Fällen gab es mittlere Werte für den Übergangswiderstand. Da hat die RCD dann möglicherweise geschaltet oder auch sicher geschaltet und es ist schon eine gewisse Gefährdung des Menschen eingetreten. In dieser Situation mit dem extrem kleinen Übergangswiderstand des Menschen zur Erde wird ein kritischer Strom unmittelbar erreicht. Daher muss man immer davor warnen, wenn man mit Wasser Kontakt zur Erde hat, spannungsführende Teile oder überhaupt elektrische Betriebsmittel zu berühren. Auch in den nächsten Fällen werde ich immer differenzieren bei dem Übergangswiderstand, den der Mensch zum Erdreich hat. Ich nehme aber in allen weiteren Fällen erstmal an, dass der Körper des Betriebsmittels an einen Schutzleiter angeschlossen ist, wie wir hier leicht sehen.
In dem hier gezeigten Fall berührt der Mensch den Körper des Betriebsmittels nicht, der Fehler tritt auf, der Fehlerstrom wird durch die Fehlerstelle von 1000 Ohm auf 230 mA begrenzt. Der Strom kann tatsächlich fließen. Im Gegensatz zum allerersten Fall kommt nun dieser Stromfluss tatsächlich zustande. Die RCD misst, dass eine Differenz von 230 mA auftritt und schaltet die Anlage sehr schnell spannungsfrei. Zu einer Gefährdung des Menschen ist es nicht gekommen, denn der Mensch berührt ja diesen Körper überhaupt nicht. Wir sehen hier einen der riesigen Vorteile, die eine RCD mit sich bringt. Kritische Situationen, wie sie hier auftreten, werden schon abgeschaltet, bevor überhaupt eine Gefährdung des Menschen eintritt. Das ist eine besondere Stärke der RCD. Ein typischer Fall, der in diese Kategorie fällt, ist eine Spülmaschinenklappe, die aufgrund von Undichtigkeiten, von Isolationsschäden in der Maschine eine Spannung gegenüber Erde führt. Befindet sich die Maschine nun hinter einer RCD, wie ich das gerade in dieser Situation gezeigt habe, so wird der FI, also die RCD, die Anlage freischalten und die Gefahr ist nicht mehr vorhanden. Ist hingegen keine RCD installiert in dieser Anlage, und das ist ja durchaus realistisch in vielen Anlagen, so wird diese Spannung dauerhaft gegenüber Erde bestehen und natürlich auch dann noch da sein, wenn ein Mensch irgendwann diese Klappe anfasst und somit die spannungsführenden Teile gegenüber Erde überbrückt und damit akut gefährdet wird. Der Fall 7 unterscheidet sich vom Fall 6 dadurch, dass der Mensch nun den Körper des Betriebsmittels berührt beim Auftreten des Fehlers. Er hat aber in diesem Fall noch einen recht großen Übergangswiderstand zur Erde. Ich nehme diesen Widerstandswert vom Menschen zur Erde als sehr groß an, werde hier allerdings keinen speziellen Wert festlegen. Im vorangegangenen Beispiel, in der gleichen Situation, ist es zu einem Stromfluss über den Menschen gekommen. Dazu kommt es nun nicht, denn der angeschlossene Schutzleiter lässt nun einen Strom von 230 mA zu, der über den Schutzleiter abfließt, wodurch die RCD sehr schnell auslöst, im Gegensatz zu der entsprechenden Situation vorher ohne Schutzleiter. Außerdem muss ich davon ausgehen, dass die Spannung des Körpers gegenüber Erde fast bei 0 Volt liegt, denn der Körper dieses Betriebsmittels ist ja über den Schutzleiter mit der Erde verbunden. Und daher kann keine hohe Potentialdifferenz zwischen Körper und Erde auftreten. Die RCD hat also in der Kombination mit dem Schutzleiter nun zwei Wirkungen. Erstens wird die Anlage sehr schnell abgeschaltet beim Auftreten des Fehlers. Zweitens stellt der Schutzleiter sicher, dass die Potentialdifferenz des Körpers gegenüber Erde nicht sehr groß werden kann. Und somit sehen wir hier wieder eine Situation, in der die RCD erhebliche Vorteile bringt. Im Fall 7 habe ich angenommen, dass an dieser Stelle zum Übergang zur Erde der Widerstand sehr groß ist, und in diesem Beispiel im Fall 8 nehme ich an, dass dieser Widerstand nun sehr klein ist. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Situationen nicht. Es wird wieder dazu kommen, dass ein Fehlerstrom von 230 mA auftritt, wodurch die RCD sehr schnell auslöst. Wiederum ist es nun so, dass der Schutzleiter das Potential des Körpers gegenüber Erde auf fast 0 Volt zieht. Und somit ist davon auszugehen, dass obwohl der Mensch im Wasser steht, kein Stromfluss über den Menschen zur Erde stattfindet. Ich habe mich hier trotzdem dazu hinreißen lassen, einen Totenkopf einzuzeichnen und den Krankenwagen und die Rettungsmaßnahme auf Rot zu setzen, denn bei den geringsten Abweichungen von dieser hier als ideal geschilderten Situation kann es schon dazu kommen, dass ein Strom über den Menschen fließt. Das Wasser macht die Situation potenziell immer sehr gefährlich. Und deshalb ist die Situation niemals zu unterschätzen, auch wenn die Theorie an dieser Stelle hergibt, dass kein Stromfluss über den Menschen stattfindet. Verschärfend möchte ich an dieser Stelle auch noch nennen, dass man immer eingependelte Zustände annimmt, den eigentlichen Einschaltvorgang, also den Augenblick, in dem der Fehler wirklich auftritt,
gar nicht unter die Lupe nimmt. Da kann es durchaus zu Effekten führen, die wenigstens für einen extrem kurzen Zeitraum einen Strom über den Menschen fließen lassen. Ich warne also trotz dieser theoretisch hier als ungefährlich zu betrachtenden Situation davor, bei Berührung mit Wasser elektrische Betriebsmittel in die Hand zu nehmen. Es bleibt aber natürlich auch hier dabei, dass die RCD erhebliche Vorteile bringt, denn sie wird aufgrund des auftretenden Fehlerstroms zumindest diese gefährliche Situation sehr schnell auflösen, denn sie schaltet innerhalb von 0,04 Sekunden ab. Der Fall 9 entspricht wiederum fast dem Fall 8. Ab jetzt gehe ich aber davon aus, dass der Körper selber ebenfalls eine elektrische Verbindung zum Erdreich hat. Diesen Widerstand RS für Standort nehme ich hier mit einem Wert von 1000 Ohm an. Der Übergangswiderstand, den der Mensch zur Erde hat, ist hier nach wie vor sehr klein. Er befindet sich nach wie vor im Wasser. Die Situation unterscheidet sich allerdings in elektrischer Hinsicht kaum von der vorangegangenen, denn dadurch, dass der Schutzleiter das Potential des Körpers nahezu auf 0 Volt zieht, wird es über den Standortwiderstand der Erde nicht zu einem nennenswerten Strom kommen. Es fließen aber weiterhin die 230 mA Fehlerstrom über den Schutzleiter an der RCD vorbei, sodass der die Anlage sehr schnell zur Auslösung bringt. Fall 10 ist nun wieder ein Fall, in dem die RCD erhebliche Vorteile bringt. Der Mensch berührt den Körper nicht und ich nehme in diesem Fall sogar an, dass es keinen Schutzleiteranschluss gibt. Der Fall 10 ähnelt damit sehr stark dem Fall 1, der sich nur dadurch unterschieden hat, dass der Körper keine elektrische Verbindung zum Erdreich hatte. In diesem Fall ist es nun aber so, dass tatsächlich ein Fehlerstrom zum Fließen kommt, über den Fehlerwiderstand, über den hier mit 1000 Ohm angesetzten Standortwiderstand des Betriebsmittels, sodass hier tatsächlich ein Strom von 115 mA zum Erdreich abfließt. Und obwohl kein Schutzleiter vorhanden ist in diesem Fall, wird es nun zur Auslösung der RCD kommen. Die RCD schaltet die Anlage frei, es berührt in diesem Moment kein Mensch das Betriebsmittel und bevor es überhaupt zu einer Gefährdung des Menschen kommen kann, ist die Anlage bereits freigeschaltet. Also ganz klar eine Situation, in der die RCD erhebliche Vorteile bringt gegenüber Anlagen, in denen hier keine RCD eingesetzt wird, denn die Sicherungen werden nicht zur Abschaltung kommen. Fall 11, der letzte Fall, den ich in diesem Video betrachte. Zunächst habe ich aber noch keine RCD eingezeichnet. Es ist wieder die Fehlerstelle mit einem Wert von 1000 Ohm vorhanden. Das Betriebsmittel hat wiederum eine elektrische Verbindung von 1000 Ohm zum Erdreich. Der Mensch steht sehr gut isoliert hier auf dieser isolierenden Matte mit einem Übergangswiderstand von 100 Kiloohm, also 100.000 Ohm. Es ist kein Schutzleiter vorhanden in diesem Szenario. Da dieser Widerstand 1000 Ohm hat und dieser Widerstand ebenfalls 1000 Ohm hat, kann ich das zunächst als unbelasteten Spannungsteiler betrachten, sodass sich die 230 Volt zu gleichen Teilen auf den ersten Widerstand und auf den zweiten Widerstand aufteilen. Damit steht aber auch der Körper des Betriebsmittels unter 115 Volt gegenüber Erde. Werden diese 115 Volt nun durch diesen Menschen belastet, so wird das kaum Änderung in den Spannungsverhältnissen bringen, da der Widerstand an dieser Stelle als extrem hoch betrachtet wird. Da es aufgrund dieses hohen Widerstandes nicht zu einem Stromfluss über den Menschen kommt, wird der Mensch noch nicht einmal spüren, dass er gegenüber Erde unter Spannung steht. Denn das Empfinden des Menschen ist ausschließlich vom Strom abhängig, nicht etwa von der Spannung, die er hier ja auch nicht wirklich überbrückt, denn er ist ja durch diese isolierende Matte gut vom Erdreich isoliert. Der Fehlerstrom, der hier zum Fließen kommt, wird ja nun durch diese Reinschaltung im Wesentlichen begrenzt. Dieser Teil der Schaltung hat so gut wie keinen Einfluss auf die Stromverhältnisse, sodass also hier wieder ein Fehlerstrom von etwa 115 mA zustande kommt. Ich habe hier 116 mA geschrieben.
da ich annehme, dass über diese Strecke auch noch ein ganz kleiner Strom fließt. Die 115 mA, die hier über das Erdreich abfließen, werden natürlich nicht dazu führen, dass eine der Sicherungen abschaltet. Wird aber nun in der gleichen Situation eine RCD eingesetzt, so wird dieser Fehlerstrom von etwa 116 mA natürlich dazu führen, dass die Anlage freigeschaltet wird und somit die Gefahr vom Menschen abgewendet wird. Auch wenn der Mensch nun die isolierende Matte verlässt, wird es natürlich nicht mehr zu schädlichen Wirkungen kommen, denn die Anlage ist ja bereits freigeschaltet worden. Diese Situation zeigt also wieder sehr deutlich, welche Vorteile eine RCD in der Anlage haben kann. Ein kleines Fazit. Bei unvollkommenen Körperschlüssen kann es zu sehr vielen verschiedenen Situationen kommen, die sehr differenziert und genau betrachtet werden müssen. Sicherungen schalten bei dieser Art von Fehler in der Regel nicht ab. Die RCDs schalten auch nicht immer ab. Die RCDs können aber möglicherweise gefährliche Situationen schnell beenden und damit natürlich auch Leben retten. In manchen dieser Situationen ist allerdings auch die RCD machtlos, da sie nicht zur Abschaltung der Anlage führt und auch die lebensgefährliche Situation nicht auflösen kann. Somit besteht auch hinter einer RCD immer Lebensgefahr. Gerade im Zusammenhang mit Wasser, das kann man gar nicht stark genug betonen, auch wenn in diesem Video Situationen gezeigt wurden, bei denen trotz des vorhandenen Wassers scheinbar kein Strom über den menschlichen Körper fließt. Ich möchte abschließend nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video ausschließlich dazu gedacht ist, das Verständnis der RCD-Wirkungsweise bei unvollkommenen Körperschlüssen darzulegen. Sie sollten auf keinen Fall fahrlässig handeln, Sie sollten auf keinen Fall die 5 Sicherheitsregeln missachten und ich denke, dass für Laien in diesem Video auch klar geworden ist, wie kompliziert die einzelnen Situationen sein können und somit ein Laie die Situation und deren Gefahr nun beim besten Willen nicht einschätzen kann. Seien Sie sehr vorsichtig in elektrischen Anlagen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Ganz besonders bedanke ich mich aber für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.